das Lottchen. Ja, mei, das haben wir ja schon gleich Münzen. Wo ist er her? Ja. Du, gell, wenn du anders mal mit den Schuhen auf der Bank steigst, dann legst du eine Zeitung unter. Davon würde ich ja auch nicht größer. Aber Luise, du bist doch jetzt die Lotte. Entschuldigen Sie bitte schön. Mhm. Frau Körner! Tut mir leid, lieber List. Es ist die eilige Serie von der Frankfurter Messe. Ich weiß. Warten Sie oben in meinem Zimmer. Ich muss erst meine Tochter vom Bahnhof abholen. Im Bahnhof einer wildfremden Stadt auf seine Mutter zu warten, die man nur als Foto kennt und die nicht kommt, das ist kein Kinderspiel. Doch da. Mutti! Mein Lottchen, endlich habe ich dich wieder. Sogar das Hütchen kriegt einen Kuss. Und wie sieht's zur selben Zeit in Wien aus? Hotel Astoria? Da kommt der Dr. Starnecker. Heute schmeckt's ihm wohl noch einmal so gut, Herrn Kapellmeister. Und Fräulein Tochter sitzt auch wieder bei ihren heißgeliebten Palatschinken. Das ist recht, das zeigt von Charakter. Dafür gibt's jetzt auch eine kleine Belohnung. Ich habe da nämlich etwas mitgebracht. Das ist eine Nähschatulle. Das ist von meiner Großmama. Selig, es ist ein bisschen altmodisch, aber sehr praktisch. Es ist ein kleiner Willkommen nach den Ferien. Wie hübsch. Ja, weißt du, alte Herren wie ich, die kommen ja doch nur ganz selten so zum Nähen. Ich danke Ihnen schön, Herr Dr. Sternegger. Sie sind zu lieb. Ja. Wir sind ja auch alle so froh, wir Stammgäste, dass du nur wieder da bist. So, jetzt näh fleißig. So ein Hallo-Träger will bloß haben, dass du nähen lernst. Aber Vati, das kann ich doch. Aber Lotte, du bist doch jetzt die Luise. Das kann ich doch auch endlich lernen. Bitte nein, Herr Franz, ins Platz. Aber es ist doch erst Nummer 5. Weißt du was, Vati? Ab morgen esse ich immer das, was du isst. Und wenn ich selbst esse oder mixt Grill, das kannst du doch nicht ausstehen. Dann werde ich mich eben dazu zwingen. Ja, grüß Gott, Franz, grüß Gott. Na also, da wär... Ja, das ist ja Herr Pfefferl, der wieder da ist. Na, geh schön hin und sag dem Luisel grüß Gott. Na, du bist ein blöder Hund. Er kennt seine beste Freundin nicht, nur weil sie ein paar Wochen am Land war. Und da reden die Leute immer so geschwollen vom unterrüglichen Instinkt der Tiere. Ein Glück, dass die Hofräte nicht so gescheit wie der Pepperl sind. Und daheim, die Resi, die merkt schon gar nichts. So, und jetzt springe ich schnell einmal zum Kaufmann. Na, das möchte ich für mein Leben gern sehen, Resi, wenn du springst. So, Vati, jetzt machen wir es uns gemütlich. Du. Ja, das war schön am See, hm? Schön war's. Ja. Und hast du dich mit jemandem besonders angefreundet? Nein, ich fand eigentlich fast alle nett. Außerdem war ja die Trude Staubitzer dabei aus meiner Klasse. Ach ja, richtig, die Trude Staubitzer, ja. Sie holt mich morgen früh zur Schule ab. Das tut sie ja manchmal. Oh weh, du, die Schule. Vati, Hm? ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, mich zu bessern. Du, das hast du mir schon oft versprochen. Kann man denn nicht eine Minute in Ruhe gelassen werden?
Alfie. Oh, servus. Ja? Ja, ich wollte eigentlich... Ja? Ja, das weißt du, das wissen Sie doch. Ja, also schön. Gut. Wiedersehen. Aus ist mit der Gemütlichkeit. Ich muss weg. Oh. Ja, ins Atelier. Der Pfeifler will, dass ich mit ihm den Rigoletto korrepetiere. Tja, kann man nichts machen, Kind. Und hinterher muss ich in die Oper, dirigieren. Du gehst schön rechtzeitig schlafen. Viel Spaß in der Schule und morgen Mittag im Astoria. Ja? Servus. Nein, Lottchen, das ist nicht die Küche. Jetzt stimmt's. Ich glaube, hier sind wir vorerst überflüssig. Schauen wir uns inzwischen noch ein bisschen in der Wohnung um. Der Rosenkavalier. Das war ein großer Erfolg für Palfi. Die Carmen, die Mimi, Papagena. Ja, so ein Künstler hat's gut. Schöne Stimmen, schöne Frauen, Ruhm. Was gibt's denn noch zu sehen? Doch zum Beispiel ein Gruppenbild. Man kann es nicht erkennen. Moment mal, man müsste einen Stuhl nehmen. Ach ja, das ist eine alte Aufnahme. Sie wurde gemacht, als die Wiener Philharmoniker seine erste Symphonie uraufführten. Damals war er jung verheiratet, verliebt, ehrgeizig und verrückt in einem. Und als dann die Zwillinge ankamen und Tag und Nacht brüllten, da schnappte er voll ins Übel. Da ließ er den Flügel abholen und in ein Atelier am Kärntner Ring bringen, das er in seiner künstlerischen Verzweiflung gemietet hatte. Seine Frau fand das nicht sehr fidel und als er gar, Vorsicht, es kommt jemand. Ist da wer? Nein. Und ich hätte schwören können, da hat jemand geredet. Luisel, wo steckst du? Hier? War während ich einkaufen war jemand hier? Nein, wer denn? Woher soll ich denn das wissen? Was treibst denn du da? Ich habe ein bisschen in deinem Buch nachgerechnet. Was sind denn das für neue Moden? Erstens hast du dich fast auf jeder Seite verrechnet und immer zu deinem Vorteil. Rechne du in der Schule, wo es hingehört. Ich werde jetzt immer in deinem Buch nachrechnen. Die Lehrerin hat gesagt, wir lernen in der Schule, aber nicht für die Schule. Luise! Papa ist am Telefon. Luise kommt gleich, Herr Kapellmeister. Sie spielt gerade so hübsch in ihrem Zimmer. Oh, da wird sie sich aber freuen, Herr Kapellmeister. Natürlich bringe ich sie hin, Herr Kapellmeister. Freilich hole ich sie ab, Herr Kapellmeister. Ja, Vati. Oh, und ich kann dich von meinem Platz aus sehen. Und ich darf dir winken. Wie? Du winkst sogar zurück. Ich freue mich, Vati. Danke, Vati. Danke, danke, danke. Riese, ich darf in die Oper und Vati dirigiert. Und er winkt und du winkst, ich weiß. Und was ziehst du an? Das gute Blaue mit dem Matrosenkragen. Das kann sie ja gar nicht anziehen. Das hat doch
weit weg von Wien, in München, Luise angezogen. Luise, ach nein, Lotte, war eben bei Metzger Huber. Nun sucht sie das Geschäft auf Frau Wagenthaler. Nanu, machst du auf der Straße Schularbeiten? Jetzt ist doch noch Ferien. Herrje, wer ist denn das nun wieder? Hilft nur eins. Grüß Gott. Kommst du ein paar Schritte mit? Ich muss zur Frau Wagenthaler Nudeln einkaufen. Meinetwegen. Ich warte auf dich. Zu dumm, wenn einen wer anspricht, den man, obwohl man ihn noch nie im Leben gesehen hat, genau zu kennen hat. Ein halbes Kilo feine Nudeln und ein Pfund Salz, gell? Und jetzt noch ein bisschen Suppengrün. Ja, du, seit wann ziehst denn du mit der Anni Habersetzer rum, diesen frechen Wald? Hä? Habersetzer? Anni Habersetzer? So, da ist Suppengrün. Und das macht jetzt zusammen. Ich vergesse, Anni. Dreimal war ich mit dir böse, wegen der Ilse Merck und so. Du weißt schon. Das nächste Mal bin ich nicht nur böse, sondern... Das werden wir ja sehen. Gleich morgen werden wir sehen. Die ist wohl in den Ferien übergeschnappt. Das mit der Anni Habersetzer hat gut geklappt. Glück muss der Mensch haben. Und Entschlossenheit muss er zeigen. Freilich mit dem Aber Kochen Rindfleisch liegt es ist- etwas anders. Entschlossenheit genügt vielleicht, um vom Rathausturm zu springen. Aber um Nudeln mit Rindfleisch zu kochen, dazu braucht's mehr als Willenskraft. Das tut aber weh. Verflixt nochmal. Hilft nichts, keine Müdigkeit vorschützen. Salz für die Nudeln. Wie viel Salz? Einen halben Esslöffel voll, was noch? Selleriesalz, eine Prise. Wie viel um alles in der Welt ist denn eine Prise? Und wie die Zeit vergeht, du liebe Zeit. Und Mutti kommt gleich. Und decken muss ich noch. Und die Zeit vergeht. Und decken muss ich noch. Und Mutti kommt gleich. Ob das Fleisch schon weich ist? Ist die Gabel da. Und Topflappen nicht vergessen. Nein, ist noch nicht weich. Muss ein sehr alter Ochse gewesen sein. Und was fehlt denn noch richtig? Muskatnuss und Treibeisenmuskatnuss und Treibeisenmuskat. Und einmal nichts, zweimal nichts. Wo sind sie? Ah, da drüben. Treibnuss und Muskateisen, Quatsch, Muskatnuss und Treibeisen. Und einmal nichts. Und zweimal nicht. Doch, da ist sie ja. Endlich diese Muskatnuss. So, und jetzt das Reibeisen natürlich. Und jetzt reiben, die Nuss nicht die Finger, da hat er Wasser aufgedreht. So, und was liegt denn da? Das Suppengrün. Suppengrün muss gewaschen werden. Doch aber nicht so, da muss... Ja, mit dem Sieb natürlich, da ist das Sieb, das... Wozu braucht der Mensch eigentlich ein Sieb? Ah je, ist nicht leicht, seine eigene Schwester zu sein. Schimpf nicht, Mutti. Ich glaube, ich kann nicht mehr kochen. Aber Lottchen, kochen verlernt man doch nicht. Ich schon. Und nun schmeckt's doch noch ganz gut, nicht? Die nächsten Abende komme ich etwas früher und koche selber. Du wirst hübsch aufpassen, dann kannst du es bald wieder wie vor den Ferien. Vielleicht sogar noch besser. So, mein Lottchen. Nun schlaf gut und träume etwas Schönes. Wenn ich nicht zu müde bin. Kommst du auch bald, Mutti? Gleich, mein Kind. Ich bin so froh, dass du wieder daheim bist. Ich habe ja nur noch dich. Macht meine liebe, liebe Mutti. Es gibt noch so viel zu tun. Das Kind schläft, das eine Kind. Und das andere Kind, das sitzt im schönsten Kleid der Schwester in der Oper.
wie die Musiker dem Vati parieren, obwohl ganz alte Herren darunter sind. Das reinste Schaufenster. Gar nicht mir zugenickt, sondern ihr. Wieso hat mir Luise nichts von ihr erzählt? Ich muss ihr sofort schreiben. Postlager. Vergiss mal nicht. München 18. Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Die Gänse gehen barfuß und haben kein Schuh. Der Schuster hat Leder, kein Leisten dazu. Drum können die Gänslein auch machen, kann gehen sie halt barfuß Schuh. Was, Bengel, lasst mich noch aus! Was kommt der Vater nach Haus? Marsch fort in den Wald, versucht mir Erdbeeren, wird es Wald! Und bringt für den Korn den Tagesschul Da unten auf der Bühne schicken die Eltern ihre 2 Kinder, um sie loszuwerden in den Wald. Wie können sie nur so böse sein? Oder sind sie gar nicht böse? Ist nur das, was sie tun, böse? Und tun sie es nur, weil sie kein Geld haben, um Brot kaufen zu können? Das Spiel geht weiter. Hat sie Gewalt. Um Mitternacht, wenn niemand wacht, dann reitet sie aus zur Hexenjagd. Zum Schornstein hinaus, auf dem Wiesen und Graus, über Berg und Schlucht, über Tal und Kluft, durch Nebelduft, im Sturm durch die Luft. Die Kinder haben sich im Wald verirrt. Sie kommen vor dem Pfefferkuchenhaus an. Knusper, Knäuschen, wer knuspert mir am Fäuschen? Willst du auch ein bisschen knabbern? Entschuldigen Sie vielmals. Das macht nichts, Löserl. Sie kennt mich? Wieso? Das ist genauso eine Hexe wie die auf der Bühne. Nur viel hübscher. Was seid ihr für leckere Teufelsbrätchen? Besonders du, mein herziges Mädchen. Kommt, kleine Mäuslein, kommt in mein Häuslein. Ihr sollt's gut bei mir haben, mit drinnen Küsschen. Das Märchen von Hänsel und Gretel fängt an.
sich im Herzen des kleinen Mädchens merkwürdig mit der eigenen Kinderwelt zu vermischen. Und so ist es kein Wunder, dass Lottchen nach dem Theater zum ersten Mal im Bett der Schwester vom ersten Tag des großen Abenteuers überwältigt und erschöpft, kaum dass sie eingeschlafen ist, träumt. Warum Platz? Wir haben zu viel Brot im Haus. Niemals! Hinaus! Milchschokolade und Nougatstangen. Krokant und edelbitter. Nein! Nein, nicht! Es ist alles vergiftet! Mutti, wir haben solchen Hunger. Hier habt ihr Brot. Ich konnte nicht früher aus dem Verlage weg. Kommt heim! Lassen Sie sofort die Kinder in Ruhe, Frau Körner. Das sind meine Kinder, Herr Palschen. Meine auch? Ich will die Kinder halbieren. Das ist einfach. Ich eine halbe Locke und eine Hälfte von Luise. Und Sie auch. Welche Hälfte wollen Sie haben, Frau Körner? Beide! Genau. Also, ich nehme die da. Ja, welche bist du denn? Das Luisel, aber du darfst das nicht tun. Halte den Mund! Eltern dürfen alles! Wir schreiben Postlagern, vergiss mal nicht. Münzen 18